Stillen, das Natürlichste der Welt. Trotzdem greifen viele lieber zur Ersatznahrung. Die Packungen gespickt mit unverständlichen Claims. Sie wirken wissenschaftlich, sollen Vertrauen schaffen, irgendwie gut für Babys Gesundheit sein. Auch Leni bekommt die Flasche, genau wie ihr 3-jähriger Bruder früher. Eigentlich wollte Denise Haupt aus Melsungen stillen, doch es kommt anders. Es ist ja oft im Krankenhaus auch so, dass einem dann noch mal dazwischen gefunkt wird. Es wurde mir Druck gemacht, er muss viel trinken, damit er nicht unter die Wärmelampe kommt. Und das ist ja wirklich für eine Mutter das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass man von dem Kind getrennt wird. Und ja, dann habe ich natürlich dem Zufüttern auch zugestimmt, weil ich natürlich in erster Linie wollte, dass es ihm gut geht. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Ursprung von allem war, aber letztendlich hat es dann zu Hause leider überhaupt nicht funktioniert. Beim zweiten Kind will es die 29-Jährige noch einmal mit dem Stillen probieren. Doch auch bei Tochter Leni klappt das Brustgeben nicht. Nach wenigen Tagen stellt Denise Haupt auch bei ihr auf Milchersatznahrung um. Ich hätte mir im Krankenhaus auf jeden Fall mehr Stillberatung in diesem Moment gewünscht, bei beiden Kindern. Das wird dann oft so gesagt, ja probieren Sie es erstmal. Oder das Kind wird dann irgendwie gezwungen, so an die Brust zu gehen. Und man fühlt sich dann da super unwohl mit. Laut Bundesamt für Ernährung und Lebensmittel stillen nach der Geburt 68% der Frauen ausschließlich. Bis zum Ende des 4. Monats sind es noch 40%. Nach 6 Monaten werden nur noch 13% der Säuglinge ausschließlich gestillt. Ilona Strache ist seit 15 Jahren Hebamme. Sie kritisiert das Marketing der Babymilchhersteller. Dieser ganze Flaschenmilchmarkt ist natürlich ein Riesengeschäft. Da werden Milliarden umgesetzt. Wir haben in der Regel funktionierende Brüste und ein Kind, was sich daran bedienen kann. Da kann man also kein Geld mit verdienen. Das Stillen kostet erstmal nichts. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die oft auch schon Mitarbeiter in so Mutti-Foren im Internet einschleusen, dass da massiv quasi aus betroffenen Sicht Werbung gemacht wird für die Flaschennahrung. Wenn dann Frauen schreiben, ja, ich weiß gar nicht, ob das klappt mit dem Stillen. Ach, die Angst hatte ich auch. Dann habe ich mir das und das gekauft und mein Kind ist super damit gedient. Mit irreführenden Aussagen manipulieren die Hersteller der Säuglingsmilch regelrecht, erwecken den Anschein, dass nur die Ersatzprodukte genug Nährstoffe enthalten. Die Angst, das eigene Kind nicht gut genug ernähren zu können, spielt bei vielen Müttern eine wichtige Rolle. Und dann kommt ja eben oft noch dazu, dass ja über die Werbung schon auch sehr stark suggeriert wird, dass so ein Flaschenkind halt super fröhlich ist und schläft ganz toll und ist satt und zufrieden. Und bei der Brust hat man ja keine Millimeterskala. Und dann sind die Frauen oft sehr unsicher und wissen wirklich nicht, wird mein Kind überhaupt satt oder ist es gerade quengelig, weil es noch Hunger hat. Und dann kommen die oft in so eine Spirale rein, wo dann der Griff zur Flasche relativ schnell passiert. Auch Sarah Becker aus Kassel war ein Flaschenkind. Denn auch ihre Mutter hatte Angst, nicht genug Milch für sie zu haben. Druck, den sich die 28-Jährige selbst bei ihrem Sohn nicht machen wollte. Marlo bekommt die Brust. Dank Hebammenberatung klappt das problemlos. Weil ich meine, das ist ja auch so das Praktischste. Man hat es immer dabei. Es ist genau abgestimmt, was Marlo jetzt gerade braucht, kommt aus den Brüsten. Das macht mein Körper von mir aus. Ich muss mich nur gut um mich selber kümmern, viel trinken. Gut essen und dann macht der Körper das von allein. Das ist ja super praktisch. Trotzdem ist Stillen rückläufig. Mütter müssen sich oft negativen Blicken und gemeinen Kommentaren aussetzen. Das ist nicht so schön, finde ich, oder? Beleidigung für alle Leute, die das sehen. Das würde mich schon stören. Das hat was mit Ethik zu tun. Im Vergleich zu anderen Ländern gilt Deutschland als mäßig stillfreundlich. Doch das ändert sich gerade. In immer mehr Städten gibt es solche Stillcafés, wie hier in Kassel. Hier können Mütter ihre Kinder in Ruhe füttern. Supermodels und Stars machen es im Netz vor, teilen ihre Fotos beim Stillen. Es wird der Eindruck erweckt, dass Stillen das Einfachste der Welt ist. Dass aber gerade nach der Geburt etwa Schmerzen oder Brustentzündungen auftreten können, gerät dabei meist aus dem Fokus. Aufklärung ist deshalb wichtig. Im Optimalfall hat man wirklich ein Kind auf einer blanken Brust. Und da muss man halt eben schauen, dass da die Ursachen für Probleme behoben werden. Und es sind meistens kurze Zungenbändchen oder eine falsche Anlegetechnik. Und dann läuft es im Normalfall. Ob stillen oder nicht, muss am Ende jede Mutter für sich entscheiden, ohne von anderen beeinflusst oder bewertet zu werden. Schön,
Schönen guten Abend. Dr. Maike Manz, Ärztin und Hebamme. Sie leiten die Geburtshilfe am Klinikum Darmstadt. Guten Herzlich Abend. willkommen. Hallo. Also ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Man geht so richtig hochmotiviert in die Klinik zum Entbinden und sagt, natürlich stillig. Dann ist es am Ende vielleicht doch nicht so einfach. Und dann kommt es, glaube ich, sehr drauf an, wer einen berät. Sehen Sie es auch so? Absolut. Also über viele Jahre mache ich immer dieselbe Erfahrung. Die Frauen sagen dann häufig, wenn man sie fragt, haben sie sich schon Gedanken gemacht, wollen sie stillen, sagen sie ja. Dann ist eine kleine Pause, wenn es denn klappt. Das ist immer so ein kleiner Nachsatz. Und irgendwie glaube ich, das kommt vielleicht daher, dass Generationen vor uns viel nicht gestillt haben. Also wir sind ja alle jetzt so eine Mütter- und Großmüttergeneration, die nicht gestillt oder nur sehr wenig gestillt hat. Und irgendwie hat sich da so ein Grundzweifel eingeschlichen. So habe ich manchmal das Gefühl. Ja, stimmt. Und die eigene Mama sagt ja dann vielleicht, Mensch, ich habe das auch gemacht, das lief gut bei mir, probier doch mal. Die meint es ja auch gut, ne? Genau, dabei ist es eigentlich so, dass hormonell, wenn man nicht stört, jede Frau perfekt stillen könnte. Das hängt mit den Hormonen zusammen, das kann man eigentlich von außen gar nicht richtig unterbinden. Aber man kann dann natürlich irgendwie, wenn die Frauen nach Hause gehen und aus Erschöpfung oder aus irgendwelchen anderen Gründen anfangen zuzufüttern, geht das ganz schnell so eine Spirale abwärts leider mit dem Stillen. Dann hat man automatisch weniger Milch, weil sozusagen nach Nachfrage produziert wird. Ja, genau. Und dann geht es quasi... Genau, also wenn Stillen, hatten Sie richtig gesagt, ist Angebot und Nachfrage. Und wenn weniger Nachfrage gestellt wird, geht auch das Angebot dann zurück. Verstehe. Was ist denn wichtig, dass das Stillen zu Hause klappt? Ich glaube immer, dass es das ganz Wichtige ist, dass die Frau möglichst stressfrei in den ersten Tagen zu Hause ist. Ich weiß, das ist immer viel gesagt als getan. Ja. Aber hormonell ist es tatsächlich so, wir haben fürs Stillen 2 Hormone, die wichtig sind. Einmal das Prolaktin, das ist unser Milchbildungshormon. Das wird schon ab der 16. Schwangerschaftswoche gebildet und entfaltet sich während der Schwangerschaft noch nicht voll, weil die Plazenta-Hormone, also die Hormone vom Mutterkuchen, da einfach noch so einen Deckel draufsetzen. Und dann ist das Baby irgendwann geboren, natürlich dann der Mutterkuchen auch geboren. Das heißt, der Deckel ist weg und dann kann sich das Prolaktin plötzlich voll entfalten. Man braucht allerdings noch ein zweites Hormon, nämlich das Oxytocin. Das ist häufig das, was wir so als Kuschelhormon so kennen. Genau. Ja. Und das wiederum ist leider sozusagen anfällig gegen Stress, gegen Adrenalin. Das ist für die Geburt, da haben wir es ja auch, für die Wehen sinnvoll. Wenn früher in der Evolution die Frau Wehen hatte, plötzlich der Tiger um die Ecke kam, dann musste die rennen, dann konnte die nicht ihr Kind kriegen. Das war sinnvoll. Wenn jetzt heute der Schwiegertiger um die Ecke guckt und Adrenalin produziert, dann wird das Oxytocin nicht mehr gut funktionieren. Das heißt, die Milch wird gebildet, kann aber nicht mehr auf die Brustwarze transportiert werden und dann gibt es einen Stau. Okay, Botschaft ist angekommen. Also möglichst versuchen es stressfrei zu gestalten und sich die Zeit dafür zu nehmen. Wer kann mir denn helfen, wenn es nicht funktioniert? Wen sollte ich zu Rate ziehen? Als allererstes immer die nachsorgende Hebamme. Die ist die Fachfrau dafür an sich. Wir Ärzte, muss man sagen, sind meistens für Stillen schlecht oder gar nicht ausgebildet. Das ist ja auch so richtige Stillberaterinnen. Genau. Ne? Ja. Und die, also insbesondere wenn es IBCLCs sind, International Board Certified Lactation Consultant, ein schwieriges Wort. Zertifiziert ist das Zauberwort. Genau. Also diese Buchstaben achten. Genau, das sind die zertifizierten Stillberaterinnen. Und an die sollte man sich dann wenden. Ja. Es kann ja nun ganz persönliche Gründe geben, dass man nicht stillen kann oder auch nicht stillen möchte. Nimmt das Baby dann Schaden? Also medizinisch ist es zweifelsfrei, dass Stillen für Mutter und Kind das Beste ist. Da gibt es viele, viele Daten dazu. Die Kinder haben weniger Durchfallerkrankungen, die Kinder haben wenig Mittelohrentzündungen, die Kinder sind geschützter vor dem plötzlichen Kindstod, vor späterer Adipositas, also Fettleibigkeit. Diese ganzen Daten, die sind gesichert. Und für die Mütter ist es wirklich ein Benefit, die erkranken seltener an Brust- oder Eierstockskrebs zum Beispiel. Also es sind schon wirklich schwerwiegende Dinge, die da einfach wissenschaftlich gesichert sind. Dennoch, wenn eine Frau nicht stillen kann oder möchte, hierzulande ist es meistens dann insofern, sagen wir mal, ein vertretbares Problem, als wir hier sauberes Wasser haben. Das ist in Drittweltländern, wo es kein sauberes Wasser gibt, um die Säuglingsnahrung anzurühren, natürlich ein viel schwereres Problem. Aber wenn wir hier mal plötzlich in eine Lage kommen, kein sauberes Wasser zu haben, hätten wir hier auch das Problem. Worauf wir zurückgreifen können. Vielen Dank, Frau Dr. Manz. Dankeschön. Genau. Also, Stillen ist das Beste für Babys. 5 bis 6 Monate ausschließlich. Und wenn es nicht gleich klappt, holen Sie sich Unterstützung von einer Hebamme zum Beispiel oder einer Stillberaterin. Und hören Sie ausnahmsweise mal nicht auf Ihre Mutter, falls die vielleicht selbst nicht gestillt hat.